Die Schleifen, die in der Produktionskette der Bergischen Kleineisenindustrie eine Schlüsselstellung einnahmen, lagen früher in den Tälern der Wupperzuflüsse. Schon Anfang des 17. Jahrhunderts zählen die Mühlenverzeichnisse der herzoglich-bergischen Kellnerei in Burg, zum Beispiel am Morsbach, 9 Schleifkotten auf. Zum Antrieb der schweren Steinrundlinge war man ursprünglich auf Wasserkraft angewiesen. Der technische Durchbruch, der durch die Einweihung der Eisenbahnstrecke Düsseldorf-Solingen mit der Kaiser-Wilhelm-Brücke 1897 markiert wird, beginnt mit dem Einsatz standortunabhängiger Antriebsmaschinen. Die neuen Verkehrswege, die auch die direkten Verbindungen mit Köln und dem Märkischen Revier erschlossen, erleichterten die Rohstoffzufuhr und den Absatz der vielfältigen Schmiedeerzeugnisse. Mit der Eisenbahn konnten auch die Schleifsteine aus dem Sandsteingebiet der Eifel bequem herbeigeschafft werden, die man in großen Stückzahlen brauchte. Um 1900 gab es allein in der Remscheider Werkzeugindustrie an die 200 Schleifstühle, für die man jährlich bis zu 2000 Schleifsteine benötigte. Bis zum letzten Krieg wurden ganze Güterzugladungen aus dem Kylltal hertransportiert. 1971 waren es noch einige wenige Waggons. Dieser Güterwagen, der auf dem Verladebahnhof Remscheid angekommen ist und nun zum Kranen rangiert werden soll, hat 4 große und mehrere kleine Steine geladen. Sie wurden in den Schleifsteinbrüchen von Neidenbach in der Nähe von Kühlburg hergestellt. Früher wurden vielfach Rungen oder Plateauwagen zum Transport benutzt, die seitlich überstehende Ladung erlaubten. Die maximale Größe, die durch die Spurbreite der Eisenbahn begrenzt war, betrug 3 Meter und 4 Zentimeter. Mit Rundhölzern, die in die Achsenlöcher gesteckt sind, verhindert man, dass die Steine beim Rangieren verrutschen und beschädigt werden. Der Schleifsteinhändler, der die Sendung hier in Empfang nimmt, hält die Verbindung zwischen den Schleifsteinhauern in der Eifel und den Schleifern des Bergischen Landes. Er prüft, ob die Steine in ihrer Beschaffenheit und in ihren Abmessungen stimmen und ob sie die Eisenbahnfahrt unbeschadet überstanden haben. Früher, als in der bergischen Kleineisenindustrie ausschließlich Natursteine benutzt wurden, hielten die Händler ständig 300 bis 400 Rundlinge in verschiedenen Größen und Qualitäten auf Lager. Sie wussten genau, welche Steine in den einzelnen Schleifkotten notwendig waren. Zum Schärfen von Klingen und Schneiden brauchte man zum Beispiel härteres Material als zum Planschleifen. Auch bei den vielfältigen Werkzeugen wie Sägen, Schaufeln, Feilen, Hobeleisen gab es unterschiedliche Anforderungen an die Schleifeigenschaften. Die beiden Rundlinge, die hier auf den Lastwagen gehoben werden, bilden ein Steinpaar zur Besetzung einer Schleifrutsche, die zum Blankschleifen von Gattersägen eingerichtet ist. Das Gewicht der Ladung beträgt etwa 7 Tonnen. Bis zum Aufkommen der Lastkraftwagen benutzte man im Bergischen Land die gleichen schweren Steinfuhrwerke wie im Sandsteingebiet der Eifel. Es gab Fuhrleute, die sich auf die Steinfahrten in die Bachtäler hinab spezialisiert hatten. Mit den Signalflaggen wird das Fahrzeug als Schwertransporter gekennzeichnet. Als diese Filmaufnahmen gedreht wurden, gab es in Remscheid noch 2 Schleifereien, die Natursteine benutzten. Hierzu hatten sie befristete Ausnahmegenehmigungen. Die Verwendung der Sandschleifsteine wurde schon in den 30er Jahren wegen der Gesundheitsgefährdung der Schleifer durch die Steinstaublunge oder Silikose untersagt. Das Verbot kam jedoch erst nach 1950 voll zur Wirkung, als mit den Kunststeinen aus Korund oder Magnesit ein gleichwertiger Ersatz zur Verfügung stand und als die Schleifmaschinen eingeführt wurden. Die Fahrt geht von der Remscheider Höhe hinab zum Siepen. Diese Talsiedlung ist nach dem Sieper Bach benannt, der in den Morsbach fließt. Die Werkzeugfirmen, die hier ansässig geworden sind, gehen auf alte Wasserhämmer und Bachschleifen zurück.
In dem Betrieb, für den die Schleifsteine bestimmt sind, werden Sägen sowie Plantagen und Zuckerrohrmesser hergestellt. Früher ließ man die Schmiedeprodukte von selbstständigen Berufsschleifern in Lohnarbeit zurichten. 1923 stellte man jedoch eigene Schleifstühle auf, um sich von den Schleifern unabhängig zu machen, die ihre überkommene Monopolstellung zu behaupten suchten. Die Schleifer wurden hier anfangs im Mietsystem beschäftigt. Sie gelten heute als betriebsangehörige Facharbeiter. Vor dem Eingang zur Schleiferei liegen immer einige Schleifsteine in Reserve. Wenn ein neuer Stein gehängt werden soll, kann man ihn mit dem eigens hierfür eingerichteten Laufkran direkt zum Schleifstuhl im Innern befördern. Die Tannenzweige sind aus dem Schleifsteinbruch in der Eifel mitgeschickt worden, weil hier noch einmal, wie früher, ein Schleifstein von Hand gehängt werden soll. Die gefährliche und schwere Arbeit, für die man 2 Tage benötigte, ist zuletzt um 1950 ausgeführt worden. Zuständig hierfür war der Hammerzimmermann, der auch die Schleifstühle errichtete, solange sie aus starken Eichenhölzern konstruiert wurden. Man ergänzt den Steinvorrat regelmäßig im Herbst, weil die frostempfindlichen Rundlinge im Winter nicht transportiert werden können. In der Schleiferei, die wie eine Fabrikhalle angelegt ist, sind verschiedene Schleifeinrichtungen aufgestellt, welche die technische Entwicklung der letzten 20 Jahre vor Augen führen. Dies ist eine Pliest-Maschine, auf der die Sägeblätter mit überstreutem Korundsand blank geschliffen werden. Mit dem Schleifautomaten schärft man die Schneiden der Zuckerrohrhauen. Die Klingen brauchen nur eingesetzt zu werden. Am Ende der Halle steht der alte Rutschenstuhl für die Natursteine, der neu ausgerüstet werden soll. Der bis auf 1,20 Meter abgenutzte Stein ist bereits herausgenommen. Davor hat man den neuen, 2,53 Meter großen Schleifstein zurechtgelegt. Er kann 3 bis 4 Wochen lang laufen, bis er ebenso weit abgeschliffen ist. Aus dem Schleiftrog unter dem Rutschenstuhl hat man den sogenannten Schliebdreck entfernt, der sich hier in großer Menge sammelt. Der Boden des Trogs wird jetzt mit den Pösten ausgelegt. Die kräftigen Balkenstücke fangen den Stein auf, wenn er in die Grube hinabgestürzt wird. Der Druckstein oben im Stuhl, der kaum verschleißt, ist an seinem Platz geblieben. Er überdauert 3 bis 4 große Schleifsteine. Die Arbeiten werden vom Hammerzimmermann geleitet, der hier das Maß genommen hat. Die Pösten müssen so hoch aufgeschichtet werden, dass der auf ihnen ruhende Stein mit seinem Achsenloch über den Trogrand hinausragt. Anstatt der Tannenzweige, die den Aufprall abfangen sollen, nahm man früher Schanzenbündel. Wenn der Schleiftrog in dieser Weise vorbereitet ist, kann der auf Rollen gesetzte Stein herangebracht werden. Hierzu gebraucht man die Knippstangen, die neben dem großen Achsenschlüssel und der Steinwinde bereitstehen. Die Rollbahn besteht aus 2 Balken, die bis zum Rand des Troges reichen.
Als Rollen dienen zwei Stahlrohre. Wenn das hintere am Ende vorkommt, wird es herausgezogen und vorne neu untergeschoben. Der Hammerzimmermann überprüft den richtigen Sitz, von dem es abhängt, ob der Stein fachgerecht über die Grube gelangt. Der Vorderrand muss genau bis zur Hälfte der Trogweite vorragen. An der gegenüberliegenden Grubenwand werden zum Schutz zwei Eisenstangen aufgestellt. Dann kann man die Steinwinde zu Hilfe nehmen, um den hinteren Rand des Rundlings anzuheben. Damit der Stein nicht zurückschlagen kann, besetzt man ihn mit untergeschobenen Hölzern. Je mehr der Stein hinten hochkommt, umso tiefer senkt er sich vorne in die Grube hinein. Die Tonnen braucht man nur vorzurollen, wenn der Neigungswinkel sich vergrößert. Zum Schluss werden die beiden Fässer aufgestellt. Beim Einbringen des Steins in die Grube kommt es darauf an, dass die Ränder unbeschädigt bleiben. Wenn Ecken abspringen, muss der Rundling entsprechend verkleinert werden. Um beim Abgleiten das Ausbrechen zu verhindern, schüttet man Wasser über den Rand. Die Feuchtigkeit nimmt dem Stein die Härte. Der Stein muss hinten so hoch gedreht werden, dass er vorne durch das Übergewicht abstürzt. Du sagst nicht so, wie mit den Knien runtergekommen. Um ihn im Schleiftrog aufzurichten, wird noch einmal die Winde eingesetzt. Erst wenn er senkrecht gestellt ist, kann die schwere eiserne Schleifsteinachse im Zentrum befestigt werden. Als man früher 30 cm starke, achtkantige Eichenwellen als Achsen benutzte, auf denen die Schleifsteine festgekeilt wurden, musste man darauf achten, dass das Holz frisch geschlagen war. Abgelagertes, trockenes Holz sprengte den Stein auseinander, wenn es in der Feuchtigkeit quoll. Die Teller an den beiden Seiten, von denen der eine fest mit der Achse verbunden ist, sorgen für den richtigen Sitz. Durch Aufschrauben der Achsenmutter wird der Schleifstein zwischen den beiden Tellern stramm eingespannt.
Dies ist das eiserne Achsenlager, das man dick mit Schmierfett bestreicht. Bis hierhin muss nun der Stein auf den Balken am Trogrand vorgerollt werden. Da der Boden des Troges sich in der gleichen Richtung absenkt, ist dies ohne Schwierigkeiten möglich. Wenn der Stein sich im Lager frei dreht, hängt er im Schleifstuhl an der für ihn bestimmten Stelle. Nachdem die Rollhölzer weggenommen sind, kann man den Bodenpanzer legen, der aus starken U-Eisen besteht. Sie bilden die Abdeckung des Schleiftrogs. Nun kann die Riemenscheibe auf der Achse befestigt werden, die man aus 2 Hälften zusammensetzt. Auf die Lagerstellen kommt reichlich ölgetränkte Putzwolle, ehe man sie mit den Lagerdeckeln schließt. Zum Schluss wird der Schleifstein vom Hammerzimmermann ausgerichtet. Um festzustellen, ob er sich mit Seitenschlag dreht, überprüft er den rechtwinkligen Sitz auf der Achse. Schon bei geringer Abweichung kommt es zum taumelnden Lauf, der die Schleifwirkung beeinträchtigt. Ja, geht. Augenblick. Ja, so ist es. So. Noch oben drehen. Auf. Stehen lassen. Stehen lassen. Ja. Die Stelle, die herumgeholt werden muss, wird mit einem Kreidestrich angezeichnet. Wenn man in der entsprechenden Position die Mutter auf der Achse vortreibt, gewinnt der Stein seinen richtigen Sitz. Goed, dat is prima. Ja, dat is goed. Die neem geboren. Ja, Die Kante der Schleifbahn dreht sich jetzt ohne Abweichung. Nachdem durch das Abklopfen festgestellt ist, dass der Stein gesund klingt, kann der Treibriemen für den Probelauf aufgelegt werden. Durch Transmissionsscheiben in verschiedenen Größen ist es möglich, die Umdrehungsgeschwindigkeit zu halten, die hier 15 Meter in der Sekunde beträgt, auch wenn der Stein beim Abschleifen kleiner wird.
steady. Weg! Jeder neu gehängte Schleifstein muss vor Inbetriebnahme zuerst langsam und dann mit voller Geschwindigkeit zur Probe laufen. Dabei darf sich niemand vor dem Stein aufhalten, da Gefahr besteht, dass er durch die Wucht der Umdrehung zerspringt, wenn ein Stich oder Riss im Gestein sitzt. Durch verborgene Schäden dieser Art wurde schon mancher Stein während der Schleifarbeit auseinandergerissen, sodass die Teile durch Dach und Wände schlugen und Schleifer zu Tode kamen. Der Hammerzimmermann beobachtet den umlaufenden Stein mit großer Aufmerksamkeit, um jede Unregelmäßigkeit sofort feststellen zu können. Wenn sich nach 30 Minuten kein Schaden gezeigt hat, kann der Probelauf beendet werden. Jetzt besteht genügend Sicherheit, dass der Schleifstein gesund ist. Die Schleifbahn hat vorerst jedoch noch nicht die richtige Beschaffenheit. Sie ist uneben. Und durch die kleinen Höhenunterschiede ergibt sich ein unwuchtiger Lauf. Darum muss sie geritzt werden, wie man das Abdrehen nennt. Wegen der Staubentwicklung haben sich die Helfer entfernt. Sämtliche Türen bleiben verschlossen. Das 1,60 Meter lange Ritzeisen hat eine gestählte Spitze, mit der die überstehenden Steinpartien als feiner Sand abgelöst werden können. Den Anschlag bildet die Kante des Bodenpanzers. Wenn sich harte Einschlüsse im Gestein befinden, kann es geschehen, dass das Ende der Stange mit großer Schnellkraft nach oben schlägt. Um böse Unfälle zu vermeiden, wird das Ritzeisen auf dem seitlich abgewinkelten Oberschenkel niedergedrückt. Der Schleifstein läuft beim Ritzen nur mit halber Geschwindigkeit. Die gefährliche Verrichtung, die wegen des Steinabriebs zudem gesundheitsschädlich ist, wird von dem erfahrenen Hammerzimmermann selber ausgeführt. Er arbeitet sich mit dem Eisen allmählich von der linken Kante zur rechten vor, wobei der Stein gut 1 Zentimeter an Größe verliert. Auf diese Weise kann man auch die durch herausgebrochene Ecken entstandenen Schäden beseitigen. Die Schleifbahn muss dann bis zur tiefsten Stelle abgedreht werden. Der Steinstaub, der bei fortschreitender Arbeit die ganze Luft erfüllt, setzt sich in dicker Staubschicht am Boden ab. Auf der Schleifbahn, die zum Schluss noch einmal leicht abgeritzt wird, bleiben die Spuren des Eisens als Rillen sichtbar.
Wenn alles gesäubert ist, kann man den Schleifstuhl für den Arbeitsbetrieb armieren. Die Rillen auf dem schleiffertigen Stein werden sich beim Anschleifen verlieren. Auf die Druckabdeckung hat man zum Schutz des Schleifers bereits den Vorderpanzer aufgesetzt. Die mit dicken Kanthölzern besetzte Eisenplatte wird mit langen Schienen in die richtige Lage gebracht. Die Säcke haben die Aufgabe, das Spritzwasser vor dem Stein aufzufangen. Wenn der Druckstein an die Transmission angeschlossen ist und wenn das Wasser den Schleifstein benetzt, kann die Rutsche in Betrieb gesetzt werden. Sie ist zum Blankschleifen von großen Gattersägen eingerichtet. Um sich vor Nässe zu schützen, tragen die Schleifer lange Schürzen. Zwischen dem schnell laufenden Schleifstein und dem mit starker Verzögerung drehenden Druckstein befindet sich die Schleifbahn, in die die Sägenblätter eingeschoben werden. Der Druckstein, der die Durchgangsgeschwindigkeit bestimmt, übernimmt die Führung und zieht die Sägen langsam nach hinten. Dadurch kann auf der Unterseite der feinkörnige Sandstein voll zur Wirkung kommen. Zu jeder Schleifrutsche gehört ein Vordermann, der das Schleifgut einschiebt, und ein Hintermann, der es annimmt und wieder nach vorne reicht. Der Fachmann für Schleifstühle, der sich auch mit den Knieschleifen auskennt, die vereinzelt noch bis in die 50er Jahre benutzt wurden, verabschiedet sich nach getaner Arbeit. Die Rutschenstühle, die kurz vor 1900 aus England übernommen wurden, haben die alten Knieschleifen abgelöst. Sie wurden von einem einzelnen Schleifer bedient. Er musste die Schleifstücke mit den Knien andrücken, die durch Holzschienen geschützt waren, und mit der Hand gleichzeitig quer über den Stein führen. Beim Anschleifen, wozu man in der Regel Ausschusssägen nimmt, kommt es darauf an, den geritzten Stein glatt zu schleifen. In dem Maße, in dem der große Rundling abschleißt, muss der Druckstein mit dem Handrad nachgezogen werden. Die Sägeblätter verlieren beim Planschleifen bis zu 0,7 mm an Dicke. Die fertig geschliffenen Gattersägen kommen in eine Rostschutzlösung, die dazu beiträgt, dass sich der Glanz hält. Beim ersten Durchgang wird der Schmiedezunder heruntergeschliffen. Bei den folgenden erscheint der silberne Stahlglanz immer klarer. Als das Verbot der Naturschleifsteine durchgesetzt werden sollte, hat man auch hier künstliche Steine aus Magnesit und Korund gehängt. Es ergab sich jedoch, dass der Schliff auf den großen Sägeflächen viel zu rau geriet. Trotz aller vorsorgenden Maßnahmen setzten die Sägen schon nach kurzer Zeit starken Rost an, sodass sie von den Kunden zurückgewiesen wurden. Außerdem entwickelte sich in der Schleifbahn solch große Hitze, dass die Sägenzähne braun verfärbten. Sie verloren dadurch ihre Härtung und wurden unbrauchbar. Als die Versuche mit anderen Zusammensetzungen keine besseren Ergebnisse brachten,
kam man wieder auf den Neidenbacher Sandstein zurück. Bei der Ausnahmegenehmigung wirkte erleichternd mit, dass sich auf den Schleifrutschen längst nicht so viel Steinstaub entwickelt wie auf den alten Knieschleifen. An der Wand hinter dem Schleifstuhl sind Holzpfosten eingelassen, die die Sägenblätter auffangen können, wenn sie bei irregulärem Durchgang aus der Schleifbahn herausgeschleudert werden. Die fertig geschliffenen und aus dem Rostschutzbad herausgenommenen Sägen werden zum Trocknen aufgestellt. Anschließend kann man sie mit Öl einreiben und für den Versand packen. Sie gehen als Schmiedeerzeugnisse des Bergischen Landes, wie die Zuckerrohrhauen und die kleineren Handsägen, nach Übersee.